Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie zum Beispiel SSD, RAM oder Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Radeon Eraser und zwar ein Scout E10. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Zuallererst stellen wir aber sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite. Und zwar gut leserlich hier oben. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Da muss man nämlich nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so direkt an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kann man einzeln tauschen. Das zeige ich euch auch nachher, wie man das macht. Das Touchpad kommt zusammen mit dem Topcase. Wenn man das Gerät jetzt öffnen möchte, dann muss man zuallererst alle Schrauben rausnehmen, die hier um das Gerät herumlaufen. Auch hier vorne die. Und die sind alle gleich lang. Das heißt, super problemlos, muss man nicht getrennt aufbewahren. Und ja, generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Da ist alles drin, was man braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und dann nehme ich jetzt zum Öffnen für die Schrauben generell einfach ein PH0 als Aufsatz. Den kann man dann eigentlich auch für alle Arbeiten im Gerät verwenden. Wenn man alle Schrauben raus hat, dann, ich benutze hier einen der Öffner aus dem Werkzeugset, dann ist es bei dem Gerät hier so, der hat ja hier hinten noch Anschlüsse. Das heißt, ich würde jetzt hier bei dem Gerät auf der Vorderseite anfangen und ich weiß jetzt nicht, ob man das mit dem Licht so gut sieht, aber da ist quasi hier die Verbindungslinie, die läuft dann einmal hier hinten herum. Und dann probiert man im Grunde genommen, hier eine Öffnung zu schaffen, hier so ein bisschen drunter zu kommen und das dann eben hier nach vorne rauszuhebeln. Und da ist es so, wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, dann geht das beim ersten Mal eigentlich immer ein bisschen schwerer oder einfach ein bisschen widerspenstiger. Und ja, da guckt man einfach, wo man am besten anfängt. Wenn es irgendwo nicht so gut geht, dann probiert man es vielleicht einfach an einer anderen Stelle, hier zum Beispiel, ja. Und dann, aber das Prinzip ist das gleiche. Man hebelt das dann hier einfach nach oben. Und dieses laute Knacken zum Beispiel, ne, das ist auch normal, wenn das passiert. Und wie gesagt, wenn das ein bisschen schwerer geht, arbeitet man sich einfach um das Gerät herum. Also auch hier an der Seite kann man das dann machen. Wichtig ist eigentlich hier wirklich nichts mit Gewalt, sondern alles einfach mit Ruhe und mit ein bisschen Geduld. Und dann kann man meistens eben auch schon mit den Fingern drunter fassen und das hier mit den Händen ein bisschen hochhebeln. Und dann versucht man das hier über so ein bisschen Wippen dann quasi wegzunehmen. Ja, und kann so dann die Unterseite einfach wegnehmen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und dann sehen wir hier den Stecker, den kann man in dem Fall einfach nach hinten rausziehen. Genau so. Und ist damit eben wirklich auf der sicheren Seite. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier alles sehen können. Ich sehe zum Beispiel, dass dieses Board hier drüben einzeln ist. Das heißt, man wird das wahrscheinlich auch einzeln bekommen. Da sind jetzt die Audioanschlüsse und ein paar USB-A
Anschlüsse. Dann sehen wir hier die SSD. Da sehen wir das WLAN-Modul. Hier drüben wäre übrigens noch Platz für eine zweite SSD. Auch interessant. Hier haben wir die beiden RAM-Slots. Hier ist übrigens die CMOS-Batterie. Die ist hier nur aufgeklebt. Also die kann man so einfach lösen und geht dann hier zum Mainboard. Und dann sehen wir hier natürlich noch den Heatsink, also beziehungsweise die Lüfter und den Heatsink für CPU und GPU. So, Akku tauschen, super einfach. Der wird nämlich nur von diesen Schrauben hier gehalten. Und wenn man die Schrauben alle raus hat, dann kann man den Akku eben einfach nach oben aus dem Gerät nehmen. Die war jetzt ein bisschen widerspenstig und so gegebenenfalls natürlich auch tauschen. So, den RAM zu tauschen, zu wechseln, zu erweitern, ist wie bei allen Geräten eigentlich super einfach. Das wird nämlich immer nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Wenn man die so ein bisschen nach außen schiebt, dann springt der einem förmlich schon entgegen und kann so eben auch einfach getauscht werden. Einfach hier nur schauen, dass, ja, wenn man so ein bisschen fettige Finger hat oder so, dass man da jetzt nicht hier vorne auf die Kontakte unbedingt drauf toucht. Und der Einbau ist genauso einfach. Der geht auch generell nur in eine Richtung. Der würde so jetzt nicht passen. Und dann kommt der einfach in den Slot bis ganz zum Anschlag, wird nach unten gedrückt, klapp, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und das gleiche natürlich bei dem. Genauso einfach ist auch die SSD. Auch die wird nur von einer Schraube, ob die jetzt hier oder hier ist, gehalten. Und dann ja, kann die hier einfach aus dem Slot rausgezogen werden. Gleiches Prinzip. Und eben auch gleiches Prinzip wie beim RAM. Die würde jetzt so rum gar nicht reinpassen. Aber so kann die dann einfach wieder in den Slot verbaut werden. Auch hier wieder einfach bis zum Anschlag zup, rein. Ein bisschen nach unten drücken und wieder verschrauben. Also kinderleicht. Die Lüfter gibt es in dem Fall hier nicht einzeln. Die sind fest verbunden mit dem Heatsink, wenn man die tauschen will. Das ist aber auch überhaupt gar kein Problem. Die Lüfter werden jeweils von diesen 3 Schrauben hier gehalten. Und der Heatsink wird jeweils auch von 3 hier und 3 Schrauben hier gehalten. Die sind tatsächlich auch alle nummeriert. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Sind insgesamt 12 Schrauben. Das ist also wirklich, also alle Schrauben raus. Dann die Lüfterkabel, da jetzt nicht am Kabel ziehen. Die zieht man einfach oder greift man am Stecker selber, zieht die raus. Und das Einzige hier ist, da merkt man sich, dass die Kontakte, ja, also Kontakte sieht man hier nur auf einer Seite, auf der sieht man keine. Und die Kontakte vom Stecker zeigen beim Wiederverbinden nach oben. So, und dann macht man beide Stecker raus, den ja natürlich auch, alle Schrauben weg. Und dann kann man den Lüfter von oben samt Heatsink aus dem Gerät nehmen. Macht dann einfach Lüfter selber und auch die Chips hier sauber, macht neue Kühlpaste drauf. Und dann kommt das einfach von oben wieder rein, wird zugeschraubt. Und da, ja, nicht vergessen, am Ende auch wieder das Kabel zu verbinden. Wir haben, was Lüftertausch angeht, auch ein eigenes Video, wo das nochmal genau erklärt wird. Also ja, super einfach hier bei dem Gerät. Gut, Akku-Einbau, genauso einfach wie der Ausbau natürlich. Da sieht man auch, neben den eigentlichen Öffnungen für die Gewinde gibt es hier noch so kleine Öffnungen für die Hilfsführung. Das heißt, wenn man den hier und hier reinlegt, dann sitzt der quasi da schon perfekt auf den Gewinden und muss nur wieder verschraubt werden. Und ganz am Ende, ähnlich wie beim Lüfter, nicht vergessen, dann, wenn man mit allem fertig ist, auch den Akku wieder zu verbinden. Auch hier einfach schauen, den Stecker gerade zurückstecken und auch hier bis ganz zum Anschlag. Und dann kann man eigentlich auch schon die Unterseite wieder verbinden. Und da würde ich jetzt in dem Fall, würde ich die hier erstmal so ein bisschen einhaken.
Und dann schaut man, dass die wirklich überall geschlossen ist. Ich schaue wirklich, dass man einmal nochmal um das komplette Gerät herum geht. Dass da wirklich alles zu ist, keine Öffnungen, keine Lücken mehr zu sehen sind. Und dann muss man nur noch alle Schrauben reinmachen und hat das quasi erledigt. So, wie versprochen, aber noch ein Wort zur Tastatur. Und zwar braucht man dafür die Unterseite nicht abzumachen. Das gibt hier auf der Rückseite das Tastatursymbol. Ja, also man muss nur diese eine Schraube rausnehmen. Und sobald diese Schraube raus ist, kann man dann tatsächlich diese Tastatur einfach raushebeln. Das heißt hier dazwischen. Und dann hebelt man die hier vorsichtig nach oben. Und wie gesagt, das erscheint erstmal komisch. Das ist auch ein bisschen friemelig einfach, aber das ist wie bei der Unterseite aufmachen auch. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man das jetzt hier nicht irgendwie übers Knie bricht, sondern dass man da einfach verschiedene kleine Öffnungen hier schafft und die dann eben so nach oben hebelt. Und dann auch hier nicht dran reißen. Die ist hier vorne so ein bisschen eingehakt, weil da natürlich auch die Verbindungen noch sind. Ja. So sieht das hier aus. Das ist übrigens der Einschaltknopf von hier. Und genau, dann hat man hier noch die beiden Verbindungen. Und da ist es jetzt so, das sind Kippschalter. Das heißt, an dem Kabel oder den Kabeln kann man nicht einfach dran ziehen. Die klappt man also erstmal auf. Genau so. Zieht das raus. Das gleiche macht man hier drüben auch. Und dann kann man die Tastatur eben echt super einfach tauschen. Und beim Wiederverbinden auch sehr einfach tatsächlich. Einfach nur schauen, dass die Stecker offen sind. Und dann sieht man ja hier so eine weiße Linie. Die gibt einen so ein bisschen einen Hinweis darüber, ob das richtig drin steckt. Zuklappen. Und hier drüben auch, wenn einem das zu friemelig ist. Ich nehme dann auch gerne mal eine Pinzette. Auch da sieht man, das passt. Und dann beim Zumachen einfach gibt es nur zwei Sachen zu beachten. Erstmal, diese ganzen Nasen sollten hier wirklich unter dem Rahmen sitzen. Und dann auch wenn man die hier wieder einknackst oder einrastet, wirklich da hier schauen, dass man auch am Rahmen, also dass die hier wirklich überall drunter sitzt. Ja, weil diese ganzen Öffnungen hier, die will man nicht haben. Ja, und da einfach mal wirklich komplett drum herum gehen. Schauen, dass hier wirklich alles am äußeren Rahmen drin sitzt. Und ja, also eigentlich tatsächlich eine super einfache Sache. Falls man da jetzt nur die Tastatur getauscht hat, dann natürlich nicht vergessen, diese Schraube hier auch wieder anzuziehen. Und ja, so schnell geht das alles hier. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.